Hallo, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Ich freue mich, dass ich Ihnen in diesem neuen Format des Webcasts spannende Themen und Neuheiten der VAGO-Welt zeigen darf. In dem VAGO.io-System Field Webcast erhalten Sie nun interessante Informationen rund um das Thema IP67-IO-System. Nutzen Sie dazu auch unsere Online-Chat-Funktion, um Ihre Fragen zu stellen. Falls Sie dieses Video außerhalb der Zeit anschauen, wo eine Live-Chat-Funktion möglich ist, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team über die VAGO-Website. Bevor ich jetzt starte, darf ich mich Ihnen noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Ludwig Adelmann, ich bin Produktmanager und in der Business Unit Automation tätig. Und jetzt ab zum Thema. Bei dem IO-System Field handelt es sich um ein IO-System, was in der schaltschrankenlosen Automation eingesetzt wird und was unser bestehendes EP20-Portfolio ergänzen soll. Es wird direkt an der Anlage oder Maschine zum Einsatz kommen, dort praktisch, wo die härtesten Anforderungen gestellt werden an die Anlagen bzw. die Komponenten, die dort verbaut werden. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass höhere Temperaturen da vorhanden sind, dass auch niedrigere Temperaturen als üblich vorhanden sind, dass höhere Stoß- und Schwingungsbelastungen da sind, dass aber auch Emulsionen, Fette, Öle und so weiter die Module benetzt. Wir haben dieses System auf der SPS 2019 vorgestellt und haben seitdem die Monate genutzt, um es zu Ende zu entwickeln. Aktuell sind wir in der Fertigungseinführung und planen es Mitte des Jahres verfügbar zu haben. Bei den Modulen, die Sie Mitte des Jahres kaufen können, handelt es sich um Profinet Feldbus-Module, die teilweise mit IO-Link Master Funktionalitäten versehen sind. Darüber hinaus werden wir auch IO-Link Devices als sogenannte IO-Link Hubs anbieten, die das ganze Portfolio abrunden. Aber das ist nicht genug. Wir haben auch die Zeit genutzt seit der Messe, um auch weitere Stacks zu entwickeln. Dazu gehören die EtherCAT und die Ethernet IP Stacks, die wir als weitere Modulvarianten bis Ende des Jahres zur Verfügung stellen werden. Um Ihnen die Leistungsfähigkeit des VAGO.io-System Field einmal darstellen zu können, möchte ich Ihnen nun die technischen Eigenschaften und den daraus resultierenden Nutzen für Sie und Ihre Anlage versuchen auszuarbeiten. Aus diesem Grund haben wir die Vielzahl der technischen Eigenschaften in Gruppen sortiert. Zunächst einmal beginne ich gleich mit der erweiterten Netzwerkkonnektivität, bevor das Ganze weitergeht zum integrierten Load Management und last but not least im innovativen Design enden wird. Bei dem IO-System Field ist jedes der Feldbus-Module mit einem eigenen Bluetooth-Interface ausgestattet. Dazu gibt es eine kostenlose App, die wir als iOS-Version und auch Android-Version über den Apple App Store und Google Play Store zur Verfügung stellen. Diese App dient dazu, dass ich mir einfach von unterwegs her oder in meiner Anlage mal einen Status, einen Maschinenstatus ansehen kann oder auch mal einen Fehler verfolgen kann, um Maßnahmen dagegen einzuleiten. Darüber hinaus hat jedes der Feldbus-Module auch einen eigenen Webserver an Bord. Dieser Webserver ist ebenfalls in der Lage, auf alle Parameterdaten zuzugreifen und Diagnoseinformationen zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus kann ich über ihn auch ein Firmware-Update durchführen, was im Falle einer Funktionserweiterung zum Beispiel einen großen Vorteil darstellt oder auch im Falle, dass ein Fehler in der Software einmal bereinigt werden muss. Jedes der Feldbus-Module hat außerdem einen OPC-UA-Server, der heute schon intern genutzt wird, um eben die Daten des Parametermodells der App als auch dem Webserver zur Verfügung zu stellen. Man kann natürlich auch über einen OPC-UA-Client, wie er mit dem OPC-UA-Expert existiert, direkt auf diese Parameterdaten und auf das Parametermodell zugreifen. Dennoch ist das nicht alles. Wir haben, wie bereits erwähnt, auch IO-Link-Module im Einsatz, die natürlich von der Gesamtheit her einen effektiven, einen sehr wirtschaftlichen Datenaustausch mit intelligenten Sensoren und Aktoren ermöglicht. Und was nicht unerwähnt bleiben darf, ist, dass dieses System grundsätzlich schon für TSN vorbereitet ist. Denn auch wir wollen natürlich zukünftig
dass diese neue Technologie, die derzeit im Entstehen ist, wo die Spezifikationen aktuell noch nicht abgeschlossen sind, zukünftig Einzug erhält und unser WagoIO-System Field ist dafür vorgesehen. Des Weiteren möchte ich darauf hinweisen, dass wir vorhaben, bis Ende des Jahres auch das MQTT-Nachrichtenprotokoll zu implementieren. Ich erwähnte bereits, dass wir über Nachladfunktionalitäten verfügen, sodass es relativ einfach ist, diese Erweiterungen dann auch in bestehenden Anlagen vorzunehmen. Die Anwendung von MQTT ist insbesondere gedacht für die Cloud-Anbindung, wo wir uns durchaus vorstellen können, dass über OPC-UA standardisierte Zugriffe in Verbindung mit dem MQTT-Nachrichtenprotokoll ein Datenaustausch sowohl in der einen als auch in der anderen Richtung erfolgt. Kommen wir nun zum integrierten Load Management. Das integrierte Load Management ist durch diverse Punkte gekennzeichnet. Da ist zum einen zu nennen der M12L kodierte Steckverbinder, den wir verwenden. Dieser Steckverbinder beinhaltet 2 Versorgungslinien, wobei jede dieser Versorgungslinien mit bis zu 16 Ampere belastbar ist. Die erste Versorgungslinie dient dazu, die Sensorik als auch die Elektronik zu versorgen. Die zweite Versorgungslinie dient dazu, die Aktorik bei höherem Strombedarf zu versorgen. Sie kann natürlich separat dann auch abgeschaltet werden. Darüber hinaus ist es so, dass bei uns die IO-Link Ports ausgestattet sind mit einem Versorgungsstrom von bis zu 4 Ampere. Das hat natürlich eine viel größere Reichweite, um dann die Feldgeräte, die IO-Link basiert sind, beispielsweise mit Strom zu versorgen. Also ein wirklicher Vorteil an dieser Stelle. Aber das ist nicht alles, was wir an innovativen Dingen im Load-Management-Segment finden. Viel bedeutender ist eigentlich auch noch, dass wir kanalweise für die digitalen Ausgänge beispielsweise sowohl die Spannung als auch den Strom als auch die Temperatur messen und diese Werte auch so zur Verfügung stellen. Und darüber hinaus ist es auch möglich, dass wir für diese Werte Vor- und Hauptalarme definieren, also dass Sie als Kunde Vor- und Hauptalarme definieren. Je nachdem, was Sie für einen Aktor haben, können Sie das entsprechend einstellen. Das hat natürlich einen riesen Vorteil für Sie, denn Sie können so zum Beispiel Predictive Maintenance Aufgaben wahrnehmen, können versuchen, Ihre Anlagenteile, Ihre Feldgeräte nicht zu stressen, indem Sie konkreter überwachen. Ja, diese Analogdaten, die wir zur Verfügung stellen, können azyklisch abgeholt werden, können azyklisch ausgewertet werden in diverser Form. Auf der einen Seite hat man die Möglichkeit, die Daten sich über die App anzuschauen. Man hat auch die Möglichkeit, sich diese Daten über den Webserver anzuschauen. Man kann sich natürlich auch vorstellen, dass diese Daten über OPC-UA und dem MQTT-Protokoll beispielsweise auch in der Cloud archiviert werden oder weiter ausgewertet werden. Des Weiteren möchte ich noch auf eine Funktion hinweisen, die überaus hilfreich ist. Und zwar ist das sequentielle Zuschalten. Es ist so, dass bei Ausgängen oftmals induktive Lasten geschaltet werden und es nicht unbedingt sinnvoll ist, diese gleichzeitig zu schalten. Um das zu verhindern, kann man eine Reihenfolge vorgeben für alle der 16 Kanäle, die es bei einem Modul geben kann. Kommen wir nun zum innovativen Design. Da gibt es zum einen die Metallgehäuse, die voll vergossen sind. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht. Darüber hinaus gibt es Kunststoffgehäuse, die unvergossen sind, die einfach hinten mit einer Platte versiegelt sind. Alle diese Gehäusetypen oder auch die Module, die dahinter stecken, haben eins gemeinsam. Sie haben einen Temperaturbereich von -25 bis +70 Grad, also sehr, sehr umfangreich. Darüber hinaus verfügen sie über ein innovatives Beschriftungssystem, was viele unserer Kunden auch schon aus der Topshop S-Welt her kennen, von unserem Reinklemmensystem. Es kann nämlich Beschriftungsstreifen können eingesetzt werden oder WMB-Inlines. Darüber hinaus verfügen alle Module über die Möglichkeit der frontseitigen Montage oder auch der seitlichen Montage.
Das hat immer den Vorteil, dass ich das Ganze ein bisschen versteckter verbauen kann, um beispielsweise montierte Kabel so ein bisschen vor herabfallenden Teilen zu schützen oder vor mechanischen Belastungen. Jedes dieser Module ist ausgestattet mit einer eindeutigen Seriennummerkennzeichnung. Diese Seriennummern-Kennzeichnung, wir nennen sie UII, Unique Item Identifier, dient dazu, dass Dinge rückverfolgbar werden, dass auch im Fehlerfall mal analysiert werden kann, in welcher Fertigungscharge diese Produkte gefertigt worden sind, wer die gefertigt hat und welche Messprotokolle hinterlegt worden sind. Diese Information zur Seriennummern ist auf der einen Seite seitlich aufgedruckt, aber auch in Form des DM-Codes aufgedruckt, sodass das Ganze maschinenlesbar erfasst werden kann. Darüber hinaus ist natürlich die Seriennummer auch elektronisch abgelegt. Ich hoffe, Sie konnten einige Eindrücke mitnehmen über die Leistungsfähigkeit des WagoIO-System Fields, sodass ich Sie ein wenig neugierig machen konnte. Es würde mich freuen, wenn wir uns im Anschluss über die Meet the Speaker-Funktion noch ein wenig austauschen könnten. Bis dahin, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund.